Ja, heute möchte ich mal etwas zu meinem Lieblingsthema sagen. Das Lieblingsthema, das ist Jesus, Jesus Christus. Ich möchte etwas zu dem Punkt sagen, was ja weit verbreitet ist, ohne zu hinterfragen: Jesus ist Gott. Das sagen ja sehr viele. Ich habe schon als kleines Kind in der Schule im ersten Schuljahr etwas ganz anderes gehört, denn dort habe ich gehört, dass Gott der Vater ist und Jesus ist der Sohn. Das war eigentlich in allen Klassen so, das war im Konfirmandenunterricht so, dass man gelernt hat, Jesus ist der Sohn. Ich möchte gerne aus der Bibel ein paar Zeilen vorlesen, die einen zumindest dahin bringen können, dass man mal darüber nachdenkt. Ich finde, die Bibel ist heute immer noch, nach so langer Zeit, 2000 Jahren, ein sehr interessantes Buch. Und es macht ja nicht Spaß darin, wenn man sich mal einen kleinen Abschnitt, ein paar Sätze nur rausnimmt und mal eine Weile darüber nachdenkt. Bei manchen kann man eine Stunde nachdenken oder Tage, bei anderen braucht man nur 10 Sekunden nachzudenken. Aber es ist interessant. So, man kann sich ein bisschen hineinversetzen in die Zeit. Wir haben die damals gelebt im Vergleich zu heute. Da hatte man ja noch kein Elektroauto und auch noch kein Handy. Man stellt sich mal vor, Jesus und die Jünger, jeder hat ein Handy in der Tasche. Wenn die sich mal verlaufen oder so, dann haben sie auch natürlich eine App, die sie wieder zusammenbringt. Und jetzt möchte ich aber etwas vorlesen. So, also, da wird gesagt, Jesus ist Gott. Ich lese jetzt ein paar kurze Sätze vor, da kann man drüber nachdenken. Was sagen diese Sätze eigentlich? So, ein Schluck Kaffee sei mir gegönnt. Das ist aus dem Neuen Testament. Ich fange mal an. Johannes 14, Vers 15 und folgende. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das sind Worte, die Jesus zu den Jüngern spricht. Also, er will den Vater bitten. Da spricht er von jemand anderem als sich selbst. Sein Vater ist dann ja wohl etwas anderes als er selbst. So verstehe ich das. Jetzt schauen wir mal hier. Auch hier drin kommt das vor. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis untergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. So, das sind die Ich-Worte, ich bin Worte. Jetzt habe ich hier Lukas. Ja. Lukas 22. Ab Vers 41. Er kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da geht es um die Kreuzigung. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was ich noch sagen wollte. Okay, im Moment jetzt so spontan finde ich die Stellen nicht, aber wenn man die Bibel mal tatsächlich liest, findet man viele Stellen, in denen Jesus vom Vater spricht und wo er sagt, der Vater oder mein Vater im Himmel, mein Gott. Es gibt so viele Stellen, es sind mit Sicherheit 30 oder 50 Stellen in der Bibel, wo er das sagt, wo ich persönlich eigentlich nicht auf den Gedanken kommen würde, dass er davon spricht, dass er Gott ist. Es gibt zwar eine Stelle, da sagt er, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Und wo ihr nicht glaubt, glaubt um der Werke willen. Er ist es, der die Werke tut. Wenn er sich selbst meint, würde er nicht sagen, er ist es, der die Werke tut. Und er würde ja auch nicht sich selbst ansprechen und anbeten. Vater, lass diesen Kelch, die Kreuzigung, an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ihr müsst hier bei diesen Stellen dann immer Selbstgespräche führen und da müsste man sich dann fragen, ist er gesund, wenn er das macht? Und ich habe einen anderen Blick auf die Bibel und verstehe diese Punkte eben so, wie ich sie auch als kleines Kind verstanden habe, dass Jesus der Sohn ist und er wird ja auch so dargestellt, der göttliche Sohn, der Sohn Gottes, Gott, sein Vater. Ja, das ist mir wichtig. Manche werden vielleicht, wenn ich das sage, sagen, ich bin der Antichrist, dass das etwas ist, was gegen Christus ist. Da kann ich nur sagen, wenn ich herausfinden würde, dass ich der Antichrist bin, würde ich mich nicht verstecken. Dann würde ich sagen, ich habe gesagt, ich gehe den Weg der Wahrheit. Und das heißt, egal wohin mich die Wahrheit führt, ich gehe diesen Weg, weil ich gesagt habe, ich gehe den Weg der Wahrheit. Sollte sich als Wahrheit herausstellen, dass ich der Antichrist bin, weil ich jetzt zum Beispiel in Frage stelle, dass Jesus Gott ist, ich sage zumindest, man kann mal drüber nachdenken, das ist es wert, weil der Text anders ist als die These, dass Gott oder Jesus
auch Gott ist. Ja, das wollte ich gerne sagen. Also, wäre ich der Antichrist, würde ich mich nicht verstecken, sondern würde ich mich dazu bekennen und sagen, ja, es ist die Wahrheit, ich bin der Antichrist. Das würde ich machen, weil ich ja diesen Weg der Wahrheit gehe. Und es macht Spaß, den Weg der Wahrheit zu gehen in seinem Leben und sich immer wieder jeden Tag neu zu positionieren bei dem, was man macht. Wenn man mal hinterfragt, ist das jetzt ehrlich, was ich mache oder gesagt habe oder tue? Ist das die Wahrheit oder nicht? Dann kann man sich selber immer ein bisschen zügeln und den richtigen Weg finden. Der richtige Weg ist der Weg der Wahrheit, egal um was es geht, egal wohin es einen führt, egal wo auf der Welt. Es ist die Wahrheit im Himmel und auf der Erde. Der Weg der Wahrheit. So, also. Und sollte man hierbei bei einer Diskussion, wenn man das jetzt mal ganz offen mit vielen diskutiert, herausstellen, ja, Jesus ist Gott, dann würde ich auch sagen, ja, okay, ich habe kein Problem damit, das anzuerkennen, wenn das tatsächlich so ist, die Wahrheit ist. Und so sehe ich das auch. Und ich denke aber, was auch mal Sinn machen würde, das ist, man geht mal in die Schule, schon in die Grundschule, und befragt mal die Kids, die Kleinen, erste Schuljahr, zweite, dritte, vielleicht bis zum 4. Schuljahr, und befragt die mal nach Jesus. Wer ist Jesus? Wer ist Gott in der Bibel und welche Theorie sie haben oder was sie aufgefangen haben und wie sie das verstehen. Oder man kann ihnen auch mal etwas hiervon vorlesen. Das versteht man auch, wenn man im 4. Schuljahr ist. So einen Text und fragt dann direkt danach, nach diesem einen Satz, mit wem spricht Jesus da? Oder zu wem? Wenn er sagt, Vater, ich bitte dich. Oder wenn er sagt, zu den Jüngern sagt, ich werde den Vater bitten, damit er euch einen anderen Tröster schickt. So, das sind jetzt alles Punkte. Ich finde das toll, das sollte man diskutieren, das kann man überall diskutieren, auf der Straße, auf dem Bürgersteig, im Geschäft, in der Kneipe, zu Hause, irgendwo auf der Wiese, im Wald, egal wo. Auf dem Wasser, unter Wasser geht es nicht so gut, wenn man nicht so gut sprechen kann unter Wasser, dann blubbert einem das alles rein. Aber es macht Spaß, die Bibel mal so zu hinterfragen. Also, wenn Jesus wirklich Gott ist und das ist die Wahrheit, dann sage ich auch, ja, Jesus ist Gott. So, ich verstehe Jesus als meinen Freund, das ist so, und ich sage, ich verstehe ihn gut. Und ich könnte auch sagen, ich liebe ihn. So, okay? Also, und jetzt mal schaut und vielleicht sprecht ihr mal drüber. Oder denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch viel Spaß und schau, ich bin hier übrigens im Schwarzwald, der aber gar nicht so schwarz ist. So, ciao.